Willkommen bei der Anleitung zum Kürzen der SRAM eTap Access HRD-Leitungen. Sie benötigen übliches Werkzeug für die Fahrradwartung sowie einige Spezialwerkzeuge und spezielles Material. Eine Liste aller benötigten Werkzeuge und Materialien finden Sie in der Videobeschreibung unter dem Video. Für mehr Informationen besuchen Sie sram.com/service. Um sich das Verfahren zum Entlüften der Bremsen anzusehen, klicken Sie auf den Link oben rechts oder unten in der Videobeschreibung. Bauen Sie das Laufrad gemäß den Anweisungen des Herstellers aus dem Fahrrad aus. Die Bremsflüssigkeit darf nicht in Kontakt mit Bremsbelägen oder Scheiben geraten. Mit Bremsflüssigkeit verunreinigte Bremsbeläge oder Scheiben können die Bremsleistung beeinträchtigen. Klappen Sie die Hebelmanschette nach vorne. Bringen Sie am Leitungsanschluss unter der Leitung ein Werkstatttuch an, um beim Abziehen der Leitung eventuell austretende Bremsflüssigkeit aufzufangen. Platzieren Sie einen 10 mm Maulschlüssel auf dem Ventilkörper und einen offenen 8 mm Ringschlüssel auf der Überwurfmutter und entfernen Sie die Überwurfmutter und die Leitung. Für Aerolenker bauen Sie den Bremshebel vom Aerolenker ab. Die Bremsen müssen montiert und die Leitungen ordnungsgemäß am Fahrrad verlegt und befestigt sein. Um den Punkt zu bestimmen, an dem die Leitung gekürzt werden muss, halten Sie die Leitung so an die Anschlussstelle, dass sie einen leichten Bogen bildet und ausreichend Spiel verbleibt, um den Lenker nach beiden Seiten frei drehen zu können. Für Aerolenker, um zu ermitteln, wo Sie die Leitung abschneiden, messen Sie 20 mm vom Ende des Aerolenkers ab. Schneiden Sie die überschüssige Leitung mit einem Spezialschneider für Hydraulikschläuche ab. Schneiden Sie die Leitung nicht am Bremssattel ab. Beim Schneiden der Leitung kann eine geringe Menge Bremsflüssigkeit austreten. Dies ist normal. Wenn Bremsflüssigkeit auf eine lackierte Oberfläche gerät, wischen Sie sie sofort ab und säubern Sie die betroffene Stelle mit Wasser. Alle SRAM-Bremsen mit Klemmverschraubung und Leitungsnippel müssen nach dem Zusammenbau mit einem neuen Stealth-O-Magic Leitungsnippel und einer neuen roten Stealth-O-Magic Klemmverschraubung ausgestattet werden. Im Werk wurde eventuell eine nicht rote Stealth-O-Magic Klemmverschraubung installiert, die vor dem Trennen ordnungsgemäß funktionierte. Beim erneuten Wiederanschließen müssen Sie einen neuen Stealth-O-Magic Leitungsnippel und eine neue Stealth-O-Magic Klemmverschraubung montieren. Bremsleitungen, die mit Leitungsnippeln und Klemmverschraubungen anderer Hersteller verwendet werden, sind nicht funktionstüchtig. Tragen Sie SRAM-Montagefett für hydraulische Scheibenbremsen auf das Gewinde des Leitungsnippels auf. Schrauben Sie mit einem T8-Torx-Schlüssel den Stealth-O-Magic Leitungsnippel bündig in das Ende der Leitung. Ziehen Sie den Leitungsnippel nicht zu fest an. Durch zu festes Anziehen kann die Innenbeschichtung der Leitung beschädigt werden. Schrauben Sie den Klemmring gegen den Uhrzeigersinn auf den Leitungsnippel, bis er etwas unter dem Leitungsnippel sitzt. Die Klemmverschraubung hat ein Linksgewinde. Tragen Sie SRAM-Montagefett für hydraulische Scheibenbremsen auf die Klemmverschraubung und das Gewinde der Überwurfmutter auf. Drücken Sie die Bremsleitung in den Ventilkörper, während Sie die Überwurfmutter von Hand festziehen. Halten Sie mit einem 10 mm Maulschlüssel den Ventilkörper in Position und ziehen Sie die Überwurfmutter mit einem offenen 8 mm Ringschlüssel auf 8 Newtonmeter an. Durch das Kürzen der Leitung gelangt Luft in das Bremssystem. Sie müssen die Bremsen entlüften, um eine optimale Bremsleistung sicherzustellen. Fahren Sie mit dem Entlüftungsverfahren für eTap Access HRD Bremsen fort.